Ja, ich habe Majid gefragt, hol mal einen Bunsenbrenner. Hast du einen Bunsenbrenner da? Also irgendwas hat er gesagt, warum soll ich einen Bunsenbrenner holen? Willst du es dran halten? Die Frage ist, brennt Carbon, wenn man es anzündet, wenn es ein Carbonrahmen ist? Nein, das habe ich tatsächlich bei meinem Studium auch probiert. Also Carbonfasern fangen an zu glühen. Und wenn es ausgeht, die gehen auch nicht kaputt, die glühen und dann sind sie immer noch. Das heißt, man kann es ins Feuer werfen, da ist das Rad noch vollkommen intakt. Also die Matrix wird dann verbrannt. Das ist auch ein Weg, wie man Carbon wieder recycelt. Wir haben eine Matrix, das ist ein Duroplast, meistens Harz, und dann haben wir die Fasern. Wenn wir sowas recyceln wollen, das geht dann in den Ofen, das Harz verkohlt quasi und die Fasern bleiben lebenslang bestehen. Und das ist auch ein ganz großes Problem, wie kann ich Carbonfasern recyceln. Jetzt werden die oft dann geschnitten, da kommen die halt als Zusatzstoff bei Bremsbelägen etc. rein. In Zukunft wird es natürlich den einen oder anderen Weg geben, wie man Carbonfasern dann recycelt. Ja, es ist ein günstiges Rad, muss man sagen. Es ist auch mit Harz verbunden der 4. Generation, sogenanntes Harz 4. Und, nee, Spaß beiseite, 13.000 €. Das hat noch nicht mal so einen Motor. Hast du jetzt komplett im Verstand verloren? Ja, die meisten Leute werden sagen, das ist für mich ein Jahresgehalt für viele, die dann reinkommen. Die meisten können sich sowas nicht leisten. Es sei denn, sie sparen darauf, weil es ein Sportgerät ist. Das ist ihre Sportart. Ich meine, wenn du guckst, es gibt ja auch viele Menschen, die, keine Ahnung, gehen irgendwie ins Fitnessstudio, geben dafür 120 € aus im Monat und so. Aber es gibt Leute, die eine Uhr für 20.000 € kaufen. Es gibt auch Leute, die für 500.000 ein Auto kaufen. Es ist schon teuer, aber es ist auch ein Rad. Davon wurden 2 Stück produziert in Europa in der Farbe und der Form. Eins steht hier. Es ist jetzt kein Massenprodukt. Wir haben hier wirklich das Maximum, was in unserer Branche möglich ist, sage ich mal. Und jetzt werden die Leute schreiben, ich kriege dafür ein Motorrad, ich kriege dafür ein Auto. Ja, ich kriege ein Auto dafür, vielleicht ein gebrauchtes, aber ein gebrauchtes Auto. Nach 10 Jahren kann man jetzt nicht mit dem besten Fahrrad vergleichen, was quasi die neueste Technik ist und per Hand zusammengebaut wurde. Das ist einfach natürlich auch ein Luxusobjekt. Das kann man gerne mit es ist ein Sportobjekt. Es ist ein Sportobjekt, aber ein Luxussportobjekt. Ne? Es gibt natürlich auch Pferde für 20.000 € und. So, wir fangen an, ganz viel Elektronik. Du hast gesagt, es ist zwar kein E-Bike, aber es hat die meisten Batterien für ein Biobike, die man sich vorstellen kann. Die man sich vorstellen kann, genau. Wir haben 4 Stück insgesamt. Warum? Erzähl ich dir gleich. Also, ihr kennt ja quasi die elektrische Schaltung von SRAM. Ja. Die Funkschaltung, die XX1, die beste Schaltung, die wir haben. Und auch die XX1-Kassette, das ist ja aus einem Stück Stahl gefräst. Das Oberteil ist gepinnt. Warum? Das ist aus Aluminium, damit man Gewicht spart. Das ist die leichteste Kassette von SRAM, gleichzeitig auch die hochwertigste und langlebigste. Genauso sieht es mit Kette aus. Und die ist aus einem Stück gefräst. Genau, das dauert ca. 24 Stunden, bis dieses Teil hier zum Beispiel gebaut wird. Deswegen kostet die auch so lange und dauert es ungefähr 24 Stunden, bis dieses Teil dann wieder nachgearbeitet wird, das heißt gehärtet wird. Genau. Preis von der? Von der Kassette 300, 400, 500 €. So, da passt auch eine EO drauf. Ich glaube, das komplette System kostet 2.000 €. 2.000 € komplett. Und das ist so, das schaltet per Funk elektronisch. Genau, das schaltet per Funk elektronisch. Ich kann auch den Knopf hier. Mach nochmal drauf. Ja, sollte man mal fahren. Jetzt ist Feierabend, geht's mal raus. Für viele, die fragen jetzt, was habe ich gemacht? Wenn man einmal drauf drückt, dann schaltet er raus. Wenn man zweimal drauf drückt, dann geht er rein. Das ist einfach ein Notding, wenn du stehst irgendwo. Genau. Dass man Dings, oder auch für den Mechaniker, der halt alleine jetzt das Ding reparieren will, der will da gucken. Genau. Jetzt pass mal auf, wir machen mal was. Hast du gerade gesehen? Ja, habe ich gesehen. Wir haben eine Kupplung, die quasi das Ding schützt. Wenn ich jetzt einen Stoß bekomme, hinfalle, aktiviert die Kupplung das Ganze. Das Schaltwerk biegt sich in vom Rad und spart dadurch Energie. Okay, verstanden. Also. Und dann geht das Schaltwerk halt quasi nicht kaputt und dann kommt er wieder zurück und. Okay. Dann habe ich hier vorne, man sieht es hier vorne, ganz viele Batterien drauf, die dann noch mehr Systeme automatisch steuern, wie zum Beispiel ein elektronisches Fahrwerk. Genau, also das ist eine Batterie. Das haben wir erklärt. Wollen wir die zweite Batterie erstmal machen? Ja, das ist ja die Reverb AXS, das ist ja die absinkbare Sattelstütze, die auch mit dem Akku funktioniert, mit dem gleichen Akku. Ne, diese kleinen Akkus kennt ihr von SRAM, die gibt es auch zu kaufen für 30 €. Wenn du mal stillhältst, sag mal. Das sind immer dieselben Batterien, das heißt? Immer dieselben Batterien. Okay. Das heißt, wenn ich irgendwann mal keinen Akku habe,
Entweder ist mir Schaltung wichtiger oder dieser Sattel. Dann kann ich auch untereinander tauschen. Sag mal, ist auch so, dass ich jetzt bei Bluetooth normalerweise, wenn ich die Verbindung im Auto verliere, dann brauchst du manchmal ewig, bis dann das Autoradio oder mein Handy ist hier nicht. Es ist Bluetooth, es sind ANT und es gibt drei Verbindungswege, mit denen das verbunden ist, und das ist super schnell. Sicher. Super schnell, also es gab noch nie Probleme. Also ist nicht so, ich fahre jetzt runter und die Sattelstütze geht auf einmal hoch. Überhaupt kein Problem, passiert nicht. Passiert nicht. Und das Ganze kann ich natürlich auch mit der App verbinden. Ich kann die Reverb-Sattelstütze mit der App verbinden, ich kann das Ding mit der App verbinden. Ich kann aber auch, das was ich gleich zeige, den Dämpfer damit verbinden. Das ist das Fly Attendant, quasi, wo ich hier sehe, wo sich das Fahrrad merkt, okay, wie viel das Ding federt, und vorne die Gabel dann einstellt, beziehungsweise schließt oder öffnet. Es gibt 3 verschiedene Modis, Lock, Pedal, oben. Und dann schaltet er zwischen diesen Stufen selbst hoch und runter, und das führt dann dazu, dass mein Fahrrad super effizient ist. Es ist ein Enduro-Fahrrad mit so viel Federweg, aber wir sind trotzdem effizient wie ein Cross-Country-Bike. Wie ist es möglich? Ja. Weil er genau da, wo ich es brauche, öffnet, und da, wo ich es nicht brauche, schließt. Und das funktioniert? Das funktioniert wunderbar. Hervorragend. Jetzt fehlt eigentlich nur noch die Bremse, oder? Elektronisch. Das wird in Zukunft auch kommen. In 2-3 Jahren. Das ist jetzt nicht verbunden, deswegen, das ist ja heute gekommen, wir haben es noch Settings gemacht, deswegen blinkt er. Das muss dann mit dem Master verbunden werden, und dann geht das. Genau, also dann habe ich hier einen Akku und da einen Akku, und die haben Sensoren im Tretkurbel und dann auch hier vorne. Und ich habe eine KI-Software, also künstliche Intelligenz-Software, die anhand von Hunderttausenden von Kilometern optimiert wurde, damit der genau das mir gibt, was ich brauche. Es war noch nie geil, ein Enduro-Fahrrad zu fahren. Also es ist so effizient, ich verliere überhaupt keine Energie. Beim E-Bike ist es ja egal. Du hast ja den E-Motor, und dann gibt er die Energie, die du jetzt in der Dämpfer verlierst, raus. Aber hier ist es wirklich genau da, wo ich es brauche. Öffnet er die Gabel, Sekunden später schließt er, und dann verliere ich gar keine Energie mehr. So, und das ist eine ZEP. Auch hier haben wir so eine ZEP Ultimate. Ultimate mit einer speziellen Beschichtung. Ja, das ist jetzt keine Kashima, aber die schwarze, man munkelt ja, dass es sogar hochwertiger ist wie die Kashima, das die gleiche ist, weil Gold ist ja von Fox patentiert worden. Das ist die beste Gabel. Die RockShox Bauzep ist auch 38, und die Ultimate-Version bietet die maximale Einstellmöglichkeit, die ich quasi habe. Das Gewicht, was wiegt das? 13, 14 Kilo. 14 Kilo. Ohne Fly Attendant. Achso, das ganze System nennt sich Fly Attendant. Ist frisch reingekommen, streng limitiert. Es werden wahrscheinlich weltweit nur 100 Räder davon geben. Und es gibt nur 3 Hersteller dieses Jahr, die sowas überhaupt anbieten dürfen. Der Carbonlenker? Carbonlenker, wir können es auch anfassen. Ja, es ist nicht kalt. Nein, das sieht man auch, SL, da ist Vorbau und Lenker eine Einheit. Es ist nicht nur effizient, es sieht wirklich super schön aus. Sehr clean, wenn du von oben guckst, hast du nur 2 Bremsschläuche. Wir haben auch Carbon-Felgen von Bontrager. Lebenslange Garantie, wenn was ist, einfach quasi. Also Felgen Carbon. Die ZEP Ultra Ultimate, wie heißt es? RockShox ZEP Ultimate. Dann. Ich habe hier RockShox Super Deluxe Ultimate True Shaft. True Shaft kriegst du nur bei Trek, weil es hat eine konstante Ölwanne. Das ist quasi der Ultimate nochmal optimiert um ein bisschen. Das wurde quasi von SRAM und Trek selbst entwickelt. Das reagiert dann nochmal feiner. Ist das hier ein Fahrrad für Wettbewerber auch? Ja, klar. Und dann natürlich für Leute, die halt wirklich das als Sport betreiben, oder halt für Liebhaber, die sowas haben wollen. Es ist wie ein GT3 Porsche. Also es ist jetzt kein Massenfahrrad. Und da ist halt vollgepackt mit Technik. Es wird viele Leute geben, die dafür kein Verständnis haben. Kein Problem, schreibt es auch gerne in die Kommentare, dass ihr dafür kein Verständnis habt. Aber es gibt auch Leute, die damit tagtäglich ihr Geld verdienen, damit also Rennen fahren. Ja, gut, es gibt Leute, die damit auch tagtäglich dann auch Sport machen. Ist ja anders wie bei der GZ. Du wirst ja hier nicht gezwungen. Eben. Ja, und deswegen ist ja freiwillig. Man muss es ja nicht kaufen. Angebot und Nachfrage, wenn es keiner haben wollte, dann wäre es ja nicht produziert worden. Genau. Dann wäre es auch nicht da. Was ist das für ein Mantel? Das sieht aus wie Bontrager. Das ist ein Bontrager-Mantel. Das ist auch die schnellste Reifen, die Bontrager hat, die auch zum Fahrrad passen. Das Slash ist generell ja, das effizienteste, schnellste Enduro-Bike überhaupt. Und mit Fly Attendant haben die das nochmal einen Schritt weiter gebracht. Noch eine Schippe drauf. Ganz wichtig, ich habe hier auch natürlich ein Staufach, wenn ich will. Tasche, ja. Kennt man ja, man kann
Schlauch mitnehmen, man kann natürlich noch Werkzeug mitnehmen, da ist so eine Lasche. Und da kann ich halt wenn ich will, Kartuschen mit reinnehmen. Die sind hier schön abgebildet. Also liebe Zollbeamte, wenn einer mal in Holland über die Grenze fährt, ja, mit dem Fahrrad. guckt dort in die... etc. Und dann, wenn ich mal Platten habe, schnell kann ich dann quasi auch das Fahrrad dann auch reparieren. Wenn was ist, für eine kleine Panne oder so, alles kein Problem. Ersatzteile, ist auch kostenlos dabei. Ersatzteile kriegt man? Ersatzteile kriegst du gut, das sind halt die Swan etc. Wenn man stürzt, das sind ganz normale Teile. Auch wenn man jetzt den Rahmen kaputt macht, weil man krass gestürzt ist etc., kriegt man auch Rahmen. Sag mal, wäre ja ein schönes Geburtstagsgeschenk für einen 11-Jährigen. Die Rahmengröße S gibt? Rahmengröße S habe ich, M habe ich, L habe ich, XL habe ich. Du holst das echt ein S auch noch? Ja, klar. Warum? Warum nicht? Weil es viele Junge gibt, die sagen... Es gibt auch viele Frauen. Ja. Es gibt auch viele Männer, die klein sind. Was heißt klein? 1,60 Meter, 70 kurze Beine haben. Die dürfen ja auch fahren. Und das ist auch eine Nachfrage da. Natürlich nicht wie ein L oder M, ne? Ja. Aber hin und wieder mal, also S1 kriegst du immer verkauft. Die Laufradgröße? Was hast du? 29 Zoll, das ist ein super schnelles Enduro. Sag mal, wie viele Händler in Deutschland haben so viele von dem geordert? Das sind ja dann, du kaufst irgendwie 4 Stück, dann hast du einen Wert da liegen von 60 knapp? Ja, so ungefähr. Wie viel haben die denn? Keine Ahnung, oder? Ganz ist auch egal. Also das ist mir auch egal. Ist das so wie GT3, würdest du sagen? Das muss man kaufen, weil das ist das... Das hat man, ne? Das hat man. Und okay. Die Nachfrage ist auch da. Es gibt ja als Nachfolger, das Fuel X kriegt ja einen Elektromotor, der TQ-Motor. Für viele, die es nicht wissen, der TQ hat einen neuen Motor rausgebracht, 50 Newtonmeter, 300 Watt und 350 Wattstunden Akku. Das Topmodell kostet 15.000 Euro von Trek. Werdet ihr wahrscheinlich bei uns, wenn wir uns mit Trek einigen, einige sehen. Aber mal gucken. So, Trek. Wo kommt die her, die Marke? Komm mal mit, ich zeig's dir. Du lässt das ja nicht alleine jetzt hier. Also okay. Kommt aus Waterloo. Wisconsin Waterloo. Das liegt wahrscheinlich nicht in dem Nebenort von Gießen, oder? In Amerika. Das ist ein Dorf in Amerika. Gut, wer in Wisconsin war, der weiß, dass es ein Dorf ist. Die Bremsbeläge sind da auch spezielle dann? Oder? Und das ist die Code RSC-Bremse. RSC ist ja die höchste Stufe von Dings. Die Code-Bremse ist ja die Enduro-Bremse von den 4 Kolben. Da sind die Kolben ja noch mal größer geworden. Und ich habe zum Beispiel thermische Abstand, damit schnell Energie verloren geht. Weil, wenn meine Beläge heiß werden, dann verliere ich ja an Bremskraft. Und die Bremsflüssigkeit wird dadurch auch kühler gehalten. Weil, wenn die Bremse heiß werden, wird die Bremsflüssigkeit ja auch heißer. Und dann verliert man an quasi Kraft. Deswegen ist ihr größere, sag ich mal, Kartusche bzw. Öl Dings. Und ich habe die RSC. RSC steht dafür, dass ich erstmal den Druckpunkt einstellen kann. Ich kann einstellen, okay, soll mein Druckpunkt eher am Ende liegen oder eher am Anfang. Es geht aus dem Grund, wenn ich jetzt mit der Bremse, ne? Hier hast du ja die meiste Kraft. Am Anfang hast du ja keine Kraft. Die meisten wählen ja, dass der Druckpunkt erst hier ist und dann können sie den Druckpunkt auch dosieren. Die Bremse lässt sich super dosieren. Und ich kann den Griff weiter natürlich auch einstellen. Ne? Wenn ich jetzt kurz rein habe, kann ich den Griff mehr zu mir oder auch raus. Eine Besonderheit bei der Kotbremse, ich habe die Dot-Flüssigkeit. Dot mischt sich ja mit Wasser. Das heißt, ich muss jetzt nicht wie bei der Shimano irgendwas entlüften oder so, weil ich irgendwie Wasser in der Leitung habe. Aber ich muss die Dot-Flüssigkeit am besten einmal jährlich tauschen. Das geht auch super schnell. Mit der Bleeding Edge, was SRAM entwickelt, da klickst du was rein und das ist automatisch der höchste Punkt. Und dann zack, zack, drückst du von unten rein und das ist innerhalb 5 bis 10 Minuten gemacht. Steht wahrscheinlich alles im Handbuch, was dabei ist. Ich werde demnächst auch ein Video drehen, vielleicht. Wir haben jetzt auch klar, weil irgendwelche Reparaturen etc., da werde ich euch das dann erklären. Ansonsten geht einfach zu eurem Händler und da wird es gemacht. So, wenn du es mal hochhebst, bitte. 13 Kilo. Schwer. Also ich werde auf jeden Fall, der das Fahrrad kauft, das sind jetzt Testpedale, Titanium-Pedale empfehlen für 400 Euro. Dann ist das Rad viel leichter, ja. Das passt dann auch zu dem Rad. Ja. Einmal Majid. Bark. Das ist, ja genau, halt's mal so, etwas weiter hoch, gerade ein kleines bisschen hoch, das wäre lieb. Wenn es so mal gerade hältst, warte mal, und mal einfach mal hältst, warte. Guck mal gerade. Wie viele Sekunden soll ich halten? So ist gut, tschüss.